Hallo zu Teil 2 vom Projektstudio Bau. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich bin aktuell überglücklich, muss ich schon fast sagen, denn ich habe gestern einen großen Schritt geschafft, der mich seit einigen Tagen beschäftigt hat. Es geht in diesem Video nämlich um Wand 2. Die war eigentlich noch easy peasy. Aber dann die Wand 3, die hatte es so in sich. Und die hat mich auch mehrere Tage lang echt geärgert, weil der Plan, den ich mir zusammengefieselt habe, der hat natürlich nicht so funktioniert wie gedacht. Und deswegen hat Wand 3, die Fensterseite im Übrigen, einiges mehr von mir abverlangt. Ja, aber seht vielleicht selbst und ich wünsche euch viel Spaß. Deswegen, let's go, nicht lang schnacken, ne? Okay, also wir beginnen natürlich mit Profile zuschneiden. Was denn sonst? Ich meine, auch für die zweite Wand braucht man Profile. Ja, ich habe mir das Ganze schon vorbereitet und habe ausgemessen. Immer im Abstand von 62,5 cm werden die Profile wieder gesetzt und mache sie dann anschließend natürlich wieder mit der Zange fest. Ja, als nächstes kommt die Beplankung. Ja, es ist nicht immer so leicht mit dem Ausrichten. Das war irgendwie auch immer so auf gut Glück ein bisschen, dass die rechten Winkel, die ich da am Boden lege, auch ungefähr passen. Hier verschraube ich schon wieder. Und dann kommt auch schon die zweite Platte. Dieses Mal versetzt, nicht wie bei der ersten Wand, da wo ich das total übersehen habe. Genau, hier dann einmal, wie ich sie festmache. So, dann schneide ich mir die Stücke noch zu, die mir fehlen. Ich habe mir da immer ein Profil zur Hilfe genommen, damit ich einen geraden Schnitt hinbekomme. Und ja, so schneidet man die Platten zu. Genau, und dann habe ich sie einfach verschraubt und letzten Endes dann auch die ganze Wand verspachtelt. Ich habe auch die Schraublöcher zugemacht, auch wenn es jetzt hier vielleicht für die Rückwand nicht so relevant ist. So, dann einmal sauber machen, bitte. Nicht zu vergessen, ich habe immer das Silomer unten noch befestigt, einen Streifen. Und jetzt hat mir mein Mann geholfen, um einmal die Wand aufzustellen. Vorerst haben wir die Wände nur angelehnt, also noch nicht ausgerichtet. Das haben wir dann erst später gemacht. Dann kommt schon Wand 3, die Fensterseite. Ja, hier habe ich natürlich auch wieder mit Zuschneiden begonnen und auch sehr viel mit Ausmessen. Die Seite hat mir sehr viel Kopfzerbrechen gebracht, muss ich sagen. Am Anfang war das alles noch easy going. Ja, ich schneide mir jetzt die Profile so zu, wie ich es geplant hatte, messe hier aus. Ja, und dann habe ich schon gemerkt, okay, es ist jetzt vielleicht gar nicht so einfach. Ich darf mich hier nicht vermessen. Ich habe hier gerade die Mitte ausgemessen vom Fenster, damit ich auch die Mitte vom Fenster auf meine dritte Wand bekomme. Genau, das ist alles nicht so leicht gewesen. Ich habe mir da Profile zur Hilfe genommen und rechten Winkel und ja, dann habe ich mir dementsprechend das Ganze so ausgemessen. Auch wieder die 62,5 cm Abstand bei den Profilen und schneide mir hier die UA-Profile zu. So, ich sitze jetzt hier gerade im Schnitt und habe festgestellt, dass hier einiges an Infos fehlt, was die Fensterseite betrifft. Ich habe ja gesagt, mir hat das ziemlich Kopfzerbrechen bereitet und das aus dem Grund, weil ich selbst wahnsinnig viel recherchiert habe, wie man so ein Fenster doch in eine Trockenbauwand einbaut. Und ich habe relativ wenig gefunden. Beziehungsweise ich habe
eigentlich überhaupt nichts gefunden, wo ich sagen kann, okay, diese Konstruktion kann ein 200 Kilo schweres Schallschutzfenster halten und das ist einfach bei mir der Fall. Dieses Fenster ist wahnsinnig schwer und ich musste mir selber irgendwie einen Plan überlegen, wie ich das stabil machen kann und habe dann mich entschieden, UA-Profile zu nehmen und die als senkrechte Stützen unterm Fenster zu verwenden. Und natürlich auch links und rechts, so wie man es auch bei einer Tür machen würde. Aber eben auch, um das schwere Gewicht abzufangen nach unten, habe ich mich entschieden, mehrere UA-Profile einfach senkrecht drunter zu stellen. Und ich wollte eigentlich auch die Querstreben als UA-Profile machen. Hier hatte ich aber das Problem, dass ein UA-Profil nicht mit einem UA-Profil zusammenpasst. Also man kann es nicht so ineinander stecken wie UA-Profil und CW-Profil zum Beispiel. Und deswegen habe ich als Querstrebe auch ein ganz normales UW-Profil hergenommen. Was aber, finde ich jetzt, wo es zusammengebaut ist, nicht schlimm ist, denn die senkrechten Streben, die sind wirklich stabil. Also ich habe dann auch mit den Türwinkeln gearbeitet und das war auch eine pure Katastrophe, einfach weil ich nicht wusste, wie ich es befestigen kann, weil diese Türwinkel ja normalerweise am Boden festgeschraubt werden und auch an der Decke. Das kann ich hier ja nicht. Ich habe hier einen freistehenden Raum und ich sollte eigentlich nichts in den Boden schrauben, damit ich hier nicht wieder eine Brücke bilde, die Schwingungen weiterleiten kann. Und das hat mich eben hier so vor vielen Herausforderungen gestellt, die Fensterseite. Deswegen, ja, ich bin sehr glücklich aktuell. Widerstand der Dinge ist und schaut einfach weiter. Ich wollte euch jetzt nur kurz die Info geben zu der Fensterseite, was hier so ein Struggle war. Richte das Ganze einmal schön aus und verbinde alles miteinander. Ja, das ist im Großen und Ganzen immer das Gleiche, mehr oder weniger. Dann wieder beplanken, tanzen zwischendrin. Da lief immer gute Musik. Genau. Zuschneiden. Und wieder weiter beplanken. Danach habe ich die Wand verspachtelt. Danach habe ich die Wand geweißelt, denn die Seite, wenn man sie aufstellt, könnte gesehen werden. Wir haben dann die Wände ausgerichtet. Dazu habe ich auch so Abstandshalter zur Wand benutzt. Die haben das Ganze ein bisschen stabiler gemacht und hier sieht man das endgültige Ergebnis aktuell. Genau, 3 Wände stehen und so sieht's aus.